Hallo und herzlich willkommen zum 33. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salo. Und heute stellen wir euch die SIG P365 vor. Um genau zu sein, geht es um die P365-380 Robins Egg Blue im Kaliber 380 Auto. Die P365-Serie gibt es sonst noch einfach in verschiedenen Grössen, auch in verschiedenen Farbkombinationen, sind aber normalerweise immer entweder 9 mm oder 380 Auto, also kein grösserer oder kleiner Kaliber. Zudem gibt es für den amerikanischen Markt auf der Webseite von Sig Sauer so einen Konfigurator, wo man halt einfach selber kann zusammenstellen, was für eine Farbe, was für eine Länge, was für ein Griffstück so individuell kann konfigurieren. Die SIG P365 ist 2017 designt worden und dann 2018 auf den Markt gekommen. Die Produktion dieser Pistole ist in den USA, also das ist keine Swiss-made SIG. Sie ist eigentlich da, wo sie rausgekommen ist, ein Gamechanger gewesen, weil sie sehr kompakt ist und sehr schmal halt, aber trotzdem ein Double Stack Magazin hat. Das heisst, die Magazinkapazität ist auf die Grösse der Pistolen eigentlich grösser als bei den ähnlichen Pistolen. Und sie ist sehr modular dank dem Griffschalen-Wechselsystem. Das heisst, du kannst relativ schnell die Griffschale wechseln, mit der Trigger-Einheit, die kannst du auch ohne Werkzeug ausbauen. Also das ist eigentlich auch recht speziell an dieser Waffe. Die Pistole wird in einem Kunststoffkoffer geliefert, wo man Vorhängeschlösser montieren kann. Im Lieferumfang dabei haben wir natürlich die Pistole selber, wo bereits Chamber Flag drin hat und ein 10-Schuss-Magazin. Dann haben wir noch eine Ladehilfe zusammen mit einem zusätzlichen Magazin, das einen verlängerten Magazinboden hat. Dann haben wir noch diverse Dokumentationen dabei. Speziell, dass die Bedienungsanleitung nicht dabei ist. Für das haben wir einen QR-Code. Der sie will, muss sie halt selber herunterladen. Und da einfach noch so die wichtigsten Sicherheitsinformationen. Dann hat es noch einen lässigen Kleber. Und dann halt einfach ein bisschen Werbung. Noch mehr Werbung. Und noch mehr Werbung. Und Werbung. Und Registrationskarte für die NRA. Und darunter hat es noch ein Waffenschloss. Und das ist der Lieferumfang von dieser Pistole. Bei diesem Modell handelt es sich
um eine Striker-Fire-Pistole mit Single-Action-Abzug. Ungeladen wiegt sie nur knapp 450 Gramm und die Pistole verfügt über einen 79 mm langen Lauf. Das Griffstockel ist aus verstärktem Kunststoff, der Schlitten ist aus Stahl. Beim Schlitten hat man im vorderen und im hinteren Bereich jeweils links und rechts Serrations, wo halt einfach es griffiger macht, damit man es besser manipulieren kann. Zudem verfügt der Lauf im oberen Bereich, bei der Kamera, hat es einen kleinen Ausschnitt, der dazu dient, dass man sieht, ob eine Patrone in der Kamera drin ist oder nicht. Und noch als kleine Besonderheit verfügt das Modell im hinteren Bereich noch über eine Aufnahme, wo man ein Mikroretto montieren kann. Der P365 hat eine manuelle Sicherung, die ist auf beiden Seiten. Der Magazinauslessknopf ist nur auf der einen Seite, aber du kannst ihn umswitchen auf die andere Seite. Vorne dran hat es eine Schiene, wo P365 spezifisch kannst, Lampen anbauen kannst. Da gibt es verschiedene Hersteller, die nur für das Modell eigentlich, bzw. nur für diese Schiene Lampen machen. Dann das Griffstück hat Texturierungen auf alle Seiten, also links, rechts, vorne, hinten. Im Lieferumfang sind 2 10-Schuss-Magazine, wobei das eine auch verlängerten Magazinboden hat, wo auch Texturierungen hat, dass es sich ein bisschen besser in der Hand liegt. Wie man vorher erwähnt hat, verfügt das Modell über ein modulares System, wo man die Möglichkeit hat, Griffschalen zu auswechseln. Das macht das Modell so, indem man halt eigentlich wirklich die komplette Abzugseinheit an einem Stück hat, wo man halt einfach wirklich easy rausnehmen und wieder rein tun kann. Für das muss man eigentlich wirklich einfach zuerst den Schlitten wegnehmen und dann hat man da im vorderen Bereich einfach einen Stift, wo man durchschlagen oder teilweise einfach nur durchdrücken kann und dann kann man wirklich gerade die ganze Einheit einfach rausrupfen, oder? Das gibt halt einfach eben die Möglichkeit, halt, sich verschiedene Griffschalen in verschiedenen Grössen zu kaufen, damit man halt dort auch, ja, je nachdem wie und wo man sie benutzen tut, kann es einfach individuell anpassen. Der Abzugsweg ist eigentlich, ja, sagen wir, es liegt in einem normalen Rahmen für so eine Pistole. Der Druckpunkt ist sehr gut erkennbar, also man merkt wirklich gerade, wenn die Wand kommt. Dann wird es einfach ein bisschen schwammig, aber dafür nach dem Auslösen hat man eigentlich wirklich absolut keinen Überweg. Der Reset-Weg, der ist eigentlich, ja, für eine Striker-Fire-Pistole liegt es in einem, würde ich sagen, ein bisschen kürzeren Bereich. Und aber da auch sehr ein klares Klicken, das man hört, wenn der Reset stattfindet. Das Abzugsgewicht liegt irgendwo zwischen 2,2 bis 2,6 Kilogramm. Kimme und Korn haben beide Tritium-Einlagerungen. Was speziell beim Korn aber ist, dass es noch eine grüne Umrandung hat, dass auch am Tag besser siehst. Die beiden sind nur horizontal verschiebbar. Da oben hat es eine Aufnahme für Red Dot. Da ist der Kamali Red Dot mit dem RMSC-Aufnahme drauf tun. Das ist eigentlich gängig bei diesen Pistolen.
zwar haben wir den Rückstoß bei diesem Modell nicht nachmessen, weil die Pistole nicht über die Montagemöglichkeit verfügt, um das Mantis drauf zu tun. Aber gefühlsmäßig fühlt sie sich wirklich ziemlich leicht an. Das sicher halt auch unter anderem wegen dem Kaliber, das sie verschiessen tut. Das 380 Auto ist halt zwar auch ein 9 mm Geschoss, aber man hat halt weniger Treibladung verglichen zu 9 mm Para. Die Eigenschaften hat man eigentlich auch bei unserem Schiesstest gemerkt, weil man muss wirklich sagen, für das es so eine kompakte Pistole ist, mit einer so einer kurzen Lauflänge, ist das Schussbild eigentlich wirklich exzellent gewesen. Meine Meinung zu der SIG P365 ist eigentlich okay. Also, sagen wir es so. Es macht Spass zum Schiessen. Du merkst wirklich, du hast eine SIG in der Hand. Da merkst du halt einfach eben Abzug und alles. Du merkst es. Was einfach ist, es ist eine sehr kompakte Pistole. Das heisst, wenn du den Kurzmagazinboden dran hast, liegt sie mir persönlich jetzt nicht so schön in der Hand, weil der Kleinfinger ist dann wie, ja, passt nicht drauf und dann gefällt es mir nicht so vom Dingseln. Aber was man halt muss sagen, eben, es ist mega kompakt, es ist klein und hat trotzdem 10 Schuss Magazinkapazität, was eben für diese Klasse Pistole hervorragend ist oder gut ist. Darum muss ich jetzt sagen, ist es eigentlich meiner Meinung nach eher was, wenn sie beruflich kannst brauchen oder irgendwie eine Waffe verdeckt musst tragen oder was auch immer, dann kann ich sie sicher sehr empfehlen. Oder wenn du jetzt sagst, du findest irgendwo eine mega günstig und hast irgendwie noch Platz auf einem Nebenabschied, dann denke ich, kannst du das auch überlegen, aber so, ja, für den Normalpreis würde ich mir jetzt wahrscheinlich keine kaufen. Also vom Gefallen her hat sie mir anscheinend ein bisschen besser gefallen als Patrick. Ich bin zwar zuerst nicht ganz so sicher wegen dem Blau, also zuerst irgendwie, ja, habe ich gefunden, ja, was soll das, kann man sagen, aber irgendwie muss man sagen, mit dem silbrigen Schlitten, irgendwie hat es gleich etwas, kann man sagen, oder von dem her. Performance-technisch muss ich sagen, zwar auch, wie es der Patrick sagt, das Griffstück ist wirklich recht kurz, also wenn das Magazin ohne den verlängerten Magazinboden hast, ist es auch ein bisschen unangenehm, kann man sagen, zum Heben, aber sonst finde ich, sie liegt wirklich extrem gut in der Hand, also ich finde die Schmähle, die sie hat, also die Breite und ja, halt einfach die Ergonomie vom Griffstück haben sie einfach wirklich super angebracht. Also ich finde, die sitzt wirklich gut in der Hand, oder? Jetzt spezifisch eben bei unserem Modell, das wir hier haben, im Kaliber 380, muss ich auch wirklich sagen, ich hätte es mir nicht vorgestellt, dass das so viel Spass machen kann, das Kaliber zu verschiessen. Durch die geringere Treibladung verglichen zu 9 mm kannst du halt einfach wirklich extrem schnell Folgeschüsse geben. Der Rückschlag schlägt fast nicht gegen rauf, also so ein bisschen zum Blinken, so ein bisschen schnell rumschiessen, kann man sagen, funktioniert es auch wirklich sehr gut bei diesem Modell.
Aber wie wir beim Schusstest gesehen haben, auch eben für präzise Schüsse, trotz der Kompaktheit auch top, oder, kann man sagen. Wobei, wo ich auch Patrick muss recht geben, so als einzeln so als Hauptwaffe das so posten, sehe ich jetzt, sagen wir es so, für einfach Otto Normalbürger sehe ich es auch eher weniger, weil ja, es ist halt wirklich sehr kompakte Waffe, also es ist, ja, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt jedem empfehlen, kann man sagen, oder? Aber eben, wenn die Nachfrage da ist, oder eben, wie man es schon gesagt hat, man könnte ja auch das Griffstück wechseln zum einem grösseren nehmen, wo du dann halt einfach mehr Griffigkeit hast, dann könntest du es wieder anpassen und dann würde ich sagen, wäre es vielleicht eher etwas für jedermann, oder? Was mich recht überrascht hat, ist auch der Abzug. Wir haben es vorher erwähnt, nach der Wand ist es ein bisschen schwammig. Ich persönlich muss einfach sagen, im Schiesskeller habe ich das eigentlich nicht so bemerkt. Also mir ist es eigentlich wirklich so vorgekommen, hey, der Druckpunkt kommt und die Taxi löst aus. Das war jetzt einfach meine Gefühlssache, oder? Und sonst, wie man es kennt, es ist ein Sieg, also auch wenn es jetzt nicht aus der Schweiz kommt, aber ja, die Qualität dahinter ist da und ja, wenn es von der Grösse her, von der Waffenart einem ansprechen tut, muss man sagen, ja, dann ja, würde ich sie empfehlen. Falls euch die Pistole mega gefällt und ihr euch interessiert, was man daraus alles machen kann, dann könnt ihr sicher die nächsten Videos noch anschauen, weil die werden wir wahrscheinlich dafür nutzen, dass wir die ein bisschen umbauen. Und dann wäre es eigentlich schon wieder mit dem Video. Danke euch fürs Zuschauen. Danke SZO Spitz, dass wir dort die Videoaufnahme machen konnten. Wie immer findet ihr Detailbilder auf unserem Insta- und Facebook-Account. Und da wäre es nachher gewesen. Danke und ciao zusammen.